Schneekuchen. Wenn ihr heute nicht da seid und ich so wenig kochen muss, wie gesagt, dann kann ich heute das Granola machen. Dann haue ich vielleicht selber zum Sport ab heute. Denkt nicht, dass es jetzt jeden Tag einen 45-minütigen Ramadan-Vlog geben wird. Ja, gestern das Video war ganz schön lang. Ich habe dementsprechend auch ja, lange daran geschnitten heute Nacht. Deswegen musste ich ausschlafen, nämlich um 9 Uhr. Ja, also ich bin ja um 3 Uhr aufgestanden zum nächtlichen Frühstück. Und dann, ja, habe ich bis 9 Uhr ungefähr an dem Video gearbeitet. Deswegen musste ich mich nochmal schlafen legen. Bin ausgeschlafen. Dann habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht. Ich musste zur Bank und auf dem Rückweg noch ein paar kleine Mini-Einkauf beim Supermarkt gemacht. Und ja, jetzt ist es schon 15:30 Uhr. Ich muss aber heute nicht viel kochen. Deswegen denke ich, das Video wird automatisch heute etwas kürzer. Denn ich habe ja noch ganz viel von den Dolmas übrig. Ich glaube, das sind genau 10 oder 11 Stück noch übrig. Das ist also genau richtig. Wobei, das heißt genau richtig. Die Jungs sind heute gar nicht zu Hause zum Essen. Die machen ihr Fastenbrechen nämlich außerhalb. Die treffen sich mit Freunden und essen irgendwo in einem Restaurant oder in einer Imbissbude, keine Ahnung, wo die ihr Fastenbrechen machen. Und gehen dann auch im Anschluss direkt in die Moschee. Ja, dementsprechend koche ich heute für nur 7 Personen. Genau. Ja, also von den Dolma ist also genug übrig. Das heißt, ich mache nur ein Süppchen. Und ich mache nur einen Salat. Ich habe überlegt, ob ich Börek mache. Ich habe mir im türkischen Supermarkt diese frischen Teigblätter gekauft. Ich weiß nicht, ob es nicht wieder zu viel wird. Ich möchte immer, dass nichts übrig bleibt, so wisst ihr, damit ich am nächsten Tag wieder frisch kochen kann. Ich überlege mal. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, deswegen mache ich als allererstes das Granola, weil ich will abends wieder zum Sport flitzen. Leider ist mein Fitnessstudio am Wochenende nur bis 20 Uhr geöffnet. Das finde ich voll doof. Könnte man ruhig länger offen haben. Und in der Woche halt bis 22 Uhr. Deswegen schaffe ich es im Ramadan in der Woche nur hinzugehen. Weil ich dann so ungefähr ja frühestens 20 Uhr schaffe, da zu sein. Und dann habe ich 2 Stunden Zeit. Ich habe euch mal gezeigt, wie ich das Granola gemacht habe. Genau, das ist gar nicht mal so lange her. Das steht, soweit ich weiß, auch in der Titelbeschreibung. So alles selbst gemacht. Granola, bla 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 und ein paar Sachen. Ja. Aber ich mache das, dann haben die Kids nämlich dann morgen zum Frühstück, nämlich können sie Granola mit Joghurt und ich habe ein paar Blaubeeren gekauft, das dann futtern. Ich habe jetzt hier in meine Riesenschüssel, habe ich jetzt hier reingetan Haferflocken, Dinkelflocken, alles kernige, Buchweizenflocken. Ja, das Hauptbestandteil, das ist gut, das kann man voll viel machen davon. Dann kommt da noch Amaranth rein, gepuffter. So, ich mache auch so ein bisschen Augenmaß. Dann etwas Sesam. Also ihr könnt eigentlich reinmachen, was ihr wollt. Also alles rein. Ich fülle das gleich auf hier. Nüsse kommen dazu, die habe ich ein bisschen klein gemacht. Also ihr könnt reinhauen, was ihr wollt. So vor allem Nüsse. Das backt ja im Backofen nochmal alles. Das wird so lecker, aromatisch, knusprig. Und wenn ihr dann so Trockenfrüchte oder so noch dazugeben wollt, dann macht ihr das am Ende, wenn es abgekühlt ist. Dann mache ich noch Maulbeeren mit rein und Kürbiskerne. Ich mache davon schon ganz gut was rein. Weil Kürbiskerne, falls ihr das nicht wusstet, haben sehr viele Proteine, oder? Weißt du, was gerade gegen mein Fenster geflogen ist? Was? Diese riesen schwarze Hornisse. Oder keine Ahnung, was das ist. Und? Was hat sie gemacht? Ja, die ist wieder da in die Wand reingegangen. Ach, die ist reingeflogen. Anne, die sind jeden Sommer, kommen die auf einmal raus. Die sind da irgendwo bei mir an der Wand drin. Ui. Die fliegt gegen mein Dings, als wäre so ein Stein gegen die Scheibe, weil die so fett und hart sind. Allah. Ach so, du meinst vom Fenster so draußen irgendwo ein Nest. Direkt, die fliegen da immer bei meinem Fenster irgendwo rein. In die Wand. Die haben da irgendwo ein Nest gemacht. Gestern ist sie schon gegen meine Scheibe geflogen, heute wieder. Ah. Weißt du, wie fett die ist? Ja, weiß ich nicht. Muss mal Papa gucken. Ich stopfe hier. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist ein bisschen Süße brauchen wir. Ihr könnt jetzt Ahornsirup nehmen, Dattelsirup, irgendwas. Auf jeden Fall schön klebriges am besten. Oh, ich habe es ein bisschen voll gemacht.
Ich hoffe, ich kann es noch umrühren danach. Das machen wir ein bisschen warm, damit es etwas flüssiger wird. Dann kommt da Zimt rein und ein bisschen Kokosöl und dann vermischen wir das alles, weil dann wird es eine schöne pappige Masse und dann geht es ab in den Backofen und dann habt ihr Granola gemacht. Ich habe jetzt keinen so Sirup mehr, ich habe jetzt Honig, eigentlich ist es jetzt auch Rohhonig, eigentlich ist es nicht gut, den zu erhitzen. Aber gut, ich hätte eigentlich Ahornsirup heute nochmal kaufen sollen. Oder ich mische mal ein bisschen Ahornsirup, habe ich noch. Ich mixe jetzt mal. Guck mal, wie viel hier noch rauskommt. Ah, ich habe noch Jakonsirup. Soll ich das nehmen? Wir machen mal einen Mix. Sirup-Mix. Ja, ein bisschen brauche ich noch. So, das reicht. Und dann eine ordentliche Menge Zimt. Und das tun wir jetzt ein bisschen schmelzen auf niedriger Stufe. Ich habe es ein bisschen übertrieben mit der Menge. Das ist jetzt ein bisschen schwer zum Verrühren, aber wir kriegen es hin. Na, hat doch geklappt. Jetzt kommt das Ganze in den Ofen und ab und zu einfach mal ein bisschen umrühren. So für 25, 30 Minuten, bis das Ganze schön Farbe bekommt. Das wären bei mir diesmal sogar 3 Bleche. Ich mache jetzt einen ganz schnellen Börek und zwar hatte ich im türkischen Supermarkt so frische Yufka-Blätter gekauft. Das ist einfach so Teig aus Weizenmehl und Wasser. Salz mehr ist da nicht drin. Und daraus kann man immer super schnell ein Börek zaubern. Ich weiß nicht, ob ich alle brauche. Ja, ich habe extra das Frische genommen, weil es ohne Konservierungsstoffe ist. Die anderen sind ja alle mit Konservierungsstoffe, aber jetzt ist die Form ein bisschen unpraktisch, aber gut. Dann habe ich hier Feta-Käse mit etwas Petersilie und hier eine Mischung aus Joghurt, Milch, etwas Öl, 2 Eiern, Salz und Backpulver. Oh, jetzt sind die so riesig, ich habe keinen Platz hier. So. Naja, egal. Mal gucken, ob das was wird. Dann kommt ein bisschen von der Soße rauf. Das ist rund. Ich dachte, die sind auch eckig wie die anderen. Dann von dem Käse.
kommt das Ganze in den Ofen. Jetzt bin ich doch in Hektik, weil ich die ganze Zeit diese Dings, Granola umrühren, dann das eine Blech ist fertig, das zweite ist gerade, Hikmet hilft mir hier beim Rühren, Medium schleudert den Salat. Schleudert wie ein Weltmeister. Und ich mache die Suppe im Thermomix, und zwar Linsensuppe, aber diesmal mit den gelben Linsen. Die schmeckt auch sehr, sehr lecker. Deswegen, ich muss jetzt noch schnell die Suppe hier aufsetzen und dann ist so, und dann ist alles fertig. Dann kann ich schon langsam das Granola abfüllen. Okay, Medium. Sie schleudert, was das Zeug hält. Der Salat hat jetzt ein Schleudertrauma. Suppe ist gleich fertig, Börek ist gleich fertig, Granola, das letzte Blech hole ich jetzt auch raus, das darf noch abkühlen. Jetzt habe ich vergessen, das Dings reinzumischen, die Maulbeeren, aber mache ich dann in die anderen, dann ist halt eben eins ohne und die anderen mit, aber das kann man ja auch im Nachhinein mit dazu geben, ne? Das ist ja kein Problem. Heute wieder Rucola-Salat mit Avocado, Tomate, rote Zwiebel, Gurke, Paprika. Dressing wie immer das gleiche, Granatapfelsirup, Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Mein Sumak ist, glaube ich, leer. Ich habe die gerade im Keller. Findet ihr nicht, ne? Kann sein, dass es leer ist. Muss ich Neues kaufen. Warte mal. So. Also der Börek gefällt mir so nicht so. Ich habe erstmal diese Marke von den Teigblättern gekauft und ich fand, die sind ein bisschen dick. Die sind nicht wie eigentlich die Jufka-Blätter sonst sind. Vielleicht sind das, aber da stand auch Jufka drauf. Auf jeden Fall sind die anderen, die ich sonst mal gekauft habe, viel dünner. Ich hätte hierfür mehr von dieser Soße gebraucht, ne? Von dieser Milch-Ei-Joghurt-Öl-Mischung. Normalerweise ist es so viel kompakter, viel zusammen. Also es ist so ein bisschen, fällt so ein bisschen auseinander. Es wird genauso schmecken. Ja, das bezweifle ich nicht. Also es wird lecker sein, aber es ist nicht so geworden, wie ich es sonst normalerweise mit diesen Teigblättern gemacht habe. Ich werde jetzt auch nur Suppe und Salat essen. Und dann geht es für mich zum Sport. Und nach dem Sport esse ich dann noch eine Paprika. Man merkt, dass der Magen immer kleiner wird. Wir haben die Suppe gegessen. Jeder ein Stück von dem Börek und wir sind pappsatt. Jetzt wird gebetet und ich flitze zum Sport. Und ich denke, das essen wir später. Heute ist eh Wochenende. Die Kinder müssen nicht so früh ins Bett. Wenn die später nochmal Hunger kriegen, dann essen wir die gefüllten Paprika. Das war jetzt viel. Ich verteile jetzt noch die Maulbeeren hier so ein bisschen.
Ist nicht zu dünn, das Sandwich? Nein. Aber abends ist kalt, ne? Nicht, dass du frierst. Der Burger war übrigens doch lecker. Der hat lecker geschmeckt. Der sah halt nur nicht so aus wie der, den ich letzte Mal gemacht habe, aber der hat genauso lecker geschmeckt. Das war sehr gut, ja. Das ist aber viel geworden. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Lohnt sich. Ist nicht viel Aufwand. Und haben wir viel Granola ready gemacht. Also ich räume hier noch schnell ein bisschen auf. Und dann, wie gesagt, geht es für mich zum Sport. Da komme ich zurück vom Sport, denke, okay, jetzt zweite Runde. Wir essen jetzt die gefüllte Paprika. Was ist? Alle sind schlafen gegangen. Okay, es ist 10 vor 11. Man merkt einfach, die sind im Ramadan-Modus. Dass sie halt einfach müde sind und wirklich jetzt schlafen gegangen sind. Ich habe Hunger, ich esse jetzt. Ich werde denen jetzt die gefüllten Paprikas jetzt zum Frühstück verfüttern. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das muss auch gegessen werden. Hier ist noch 2 Stück Börek übrig. Hier den Mini-Salatreste. Das esse ich auch auf. Also wirklich. Ich habe heute gemerkt beim Training, ich bin jetzt wieder in meiner alten Verfassung. Jetzt nach einer Woche Fasten hat sich mein Körper so gewöhnt, habe ich gemerkt. Denn heute war mein Training richtig gut. Ich hatte richtig Power. Das ist immer so, ne? Die Anfangstage, ich hatte ja auch gemeint, ne, dass ich irgendwie Nierenschmerzen hatte, weil ich zu wenig getrunken habe die ersten Tage. Das war dann auch nach dem 3. Tag auch wieder weg. Ich trinke ja viel, deswegen ist auch Sport ganz gut, weil ich trinke immer 2 solche Flaschen. Schön noch Joghurt dazu. Ach. Ich brauche viel Joghurt. Nach dem Training. Dann beende ich Ramadan-Tag 7. Gucke mal auf den Kalender, dass ich nichts falsch sage. Wahrscheinlich ein bisschen kürzer das Video, aber gut. Morgen, was mache ich denn morgen? Musste ich noch überlegen. Aber ich wollte auf jeden Fall einen Brotteig ansetzen. Vielleicht ein Toastbrot. Weil morgen ist Samstag und ist auch Feiertag. Und Sonntag ist auch alles zu. Dass ich 1, 2 Brote vielleicht backe, damit wir was haben. Ja, ich dachte vielleicht ein Toastbrot, weil ich habe noch viele gekochte Eier im Kühlschrank. Das ist ja immer so morgens, dann bleiben immer so 1, 2 Eier übrig. Aber das sind ja gekocht, die können ja im Kühlschrank liegen. Da passiert ja nichts damit. Deswegen dachte ich damit ein Eier-Thunfischsalat mit so Toast auch einen Tag zum Frühstück. Ja, mal kicken. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben für diejenigen, die auch fasten, was ihr denn so zum Sahur, also zum nächtlichen Frühstück so frühstückt. Ja, ich sag ja mal, das Beste ist immer Proteine, gute Ballaststoffe. Deswegen gibt es ja immer so Porridge, Kefir, Banane, Datteln, Eier immer sind dabei. Das ist so das Wichtigste. Das hält lange satt. Also ich hoffe, der Vlog mit Ramadan Tag 6, jetzt heißt es aber, ne, jetzt hat ein Tag gefehlt. Das heißt aber trotzdem Ramadan Vlog 6 dann, obwohl es Tag 7 ist. Ne, also nicht wundern, weil ich richte mich dann nach den Vlog-Tagen und nicht nach Ramadan-Tagen. Deswegen ist es Ramadan Vlog 6, aber vom Ramadan Tag 7. Ja. Damit man nicht durcheinander kommt hier. Also sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei Ramadan Tag 8.